Wenn du und dein Ehepartner bzw. deine Ehepartnerin in Deutschland unbeschränkt steuerpflichtig seid und ihr gemeinsam ein Konto habt, dann gibt es möglicherweise ein Schenkungssteuerproblem, dessen du dir bisher noch gar nicht bewusst bist. Darauf und was das Ganze mit dem Thema Auswandern zu tun hat, wollen wir einmal in diesem Video näher eingehen. Du bist vielleicht schon seit Jahren und Jahrzehnten verheiratet. Ihr habt ein gemeinsames Konto. Dort gehen sämtliche Zahlungen ein und aus, sowohl Gehalt als auch vielleicht Zahlungen von Schenkungen oder Erbschaften. Alles geht auf diesem einen Konto ein und das seit Jahrzehnten. Das Ganze wäre also komplett unmöglich, irgendwie hier auseinander zu dividieren und genau zu sagen, wem was gehört. Tatsächlich aber könnte dies für euch als Ehepaar zum Problem werden. Wir haben ja schon mal vor einiger Zeit ein Video zu diesem Thema gemacht, denn auch Eheleute sind schenkungssteuerpflichtig. Es gibt zwischen Eheleuten einen Freibetrag von 500.000 Euro alle 10 Jahre, wobei man hier aufpassen muss. Es geht nicht um 10 Kalenderjahre, sondern um einen rollierenden 10-jährigen Zeitraum, wobei jeweils die letzte Einzahlung zu beachten ist. Habt ihr nun beide gemeinsam ein Konto und gibt es eine Situation, wo einer der Ehepartner sehr viel mehr auf dem Konto einbezahlt als der andere, dann ergibt sich hier, wie gesagt, möglicherweise ein Schenkungssteuerthema. Allerdings muss das Finanzamt dazu natürlich erstmal nachweisen, und hier liegt die Beweislast tatsächlich beim Finanzamt, dass es sich wirklich um eine Schenkung handelt. Ist also wirklich alles, was auf dem Konto hier eingeht, tatsächlich dann der Besitz jeweils auch des anderen Ehepartners. Das muss ja so nicht unbedingt sein. Lebt ihr zum Beispiel gemeinsam in einem Haus und steuert der gut verdienende Ehepartner hier seinen Beitrag zum Haushaltsgeld bei, profitiert also gleichermaßen selbst davon, denn er lebt ja auch in dem Haus, für das möglicherweise die Finanzierung oder die Miete bezahlt werden muss. Er isst ja auch das Essen, was gekocht wird. Er trägt die Wäsche, die gewaschen wird und so weiter. Dann handelt es sich dabei natürlich nicht um eine Schenkung. Selbst wenn der Ehepartner zum Beispiel eine solche Immobilie jetzt an den anderen Ehepartner verschenken würde, in dem beide leben, handelt es sich hier ebenfalls schenkungssteuertechnisch nicht um eine Schenkung, denn der Ehepartner, der schenkt, profitiert ja gleichermaßen von dieser Immobilie. Schenkt allerdings ein Ehepartner dem anderen eine Immobilie, die nicht selbst genutzt wird und beispielsweise vermietet wird, dann handelt es sich hier freilich um einen schenkungssteuerrelevanten Vorgang. Auch für Auswanderer ist das Ganze natürlich ein Thema. Denn wenn du Deutschland verlässt, dann bist du noch mindestens 5 Jahre unbeschränkt Schenkungssteuer- und Erbschaftssteuerpflichtig in Deutschland. Möglicherweise sogar 10 Jahre, wenn du in ein Niedrigsteuerland umziehst. Das heißt, in den ersten 5 Jahren nach dem Wegzug ändert sich in puncto Schenkungssteuer und Schenkungssteuererklärungspflicht überhaupt nichts. Ein Beispiel. Du und dein Ehepartner, ihr zieht von Deutschland nach Dubai um. Nach 2 Jahren schenkst du deiner Ehepartnerin eine Immobilie in Dubai im Wert von 300.000 Euro. Dann müsst ihr beide diese Schenkung in Deutschland erklären und der Beschenkte muss Erbschaftssteuer bezahlen, denn ihr seid ja beide noch 5 Jahre nach dem Wegzug in Deutschland schenkungssteuerpflichtig. Nehmen wir mal an, du würdest dich scheiden lassen und würdest eine Frau aus Dubai heiraten und würdest ihr etwas schenken, also sagen wir, dass deine neue Ehepartnerin nie in Deutschland gelebt hat, dann bist du als der Schenkende damit dann schenkungssteuerpflichtig. Das heißt, du musst die Schenkung ebenfalls wiederum erklären in Deutschland und musst dann die Schenkungssteuer eben bezahlen. Und das, wie gesagt, innerhalb 5 Jahre nach dem Wegzug, beziehungsweise eben im Falle von Niedrigsteuerländern sogar noch nach 10 Jahren. Auch wenn das verschenkte Vermögen keinerlei Bezug zu Deutschland hat, auch wenn der Beschenkte oder der Schenkende keinerlei Bezug zu Deutschland hat, sondern nur einer der Parteien, Schenkender oder Beschenkter in Deutschland vor dem Wegzug unbeschränkt steuerpflichtig war. Aber Auswanderer sind noch in einer anderen Weise tatsächlich von diesem Thema betroffen. In der Praxis haben wir es relativ selten erlebt, dass das Finanzamt hier bei Ehepartnern diese Schenkungssachverhalte näher anschaut. Das wird vielfach nur zum Problem,
wenn hier wirklich große Ungleichheit zwischen den Partnern besteht und es um sehr große Beträge geht. Allerdings ist jetzt schon mehrfach bei Mandanten vorgefallen, dass im Rahmen einer Überprüfung der Auswanderung dann auf dieses Thema zu sprechen kam seitens der Behörden. Du kannst davon ausgehen, dass das Finanzamt Umzüge ins Ausland mit einiger Verspätung überprüfen wird. Viele Umzüge werden natürlich überhaupt nicht überprüft, aber gerade wenn es um gute Kunden des Finanzamts geht, das heißt jene, die relativ viel Steuern bezahlt haben, schaut sich das Finanzamt diesen Vorgang doch nochmals genauer an. Hier wird da nicht auf Konten zugegriffen, hier werden da nicht Handydaten überprüft, sondern vielfach werden schlicht und ergreifend die Steuerzahler angeschrieben, einfach per E-Mail oder per Post. Und sie werden gebeten, hier noch einige Nachweise zu liefern hinsichtlich des Wegzuges. Zum Beispiel sollen sie nachweisen, dass es in Deutschland keinen Wohnsitz mehr gibt. Oder sie sollen nachweisen, dass sie sich tatsächlich im Ausland aufgehalten haben. Wir haben schon vielfach erlebt, dass das so 3 bis 4 Jahre nach dem Wegzug passiert. Wir hatten auch schon einen Fall, da lebte der Mandant bereits 18 Jahre in Deutschland. Dann ist dem Finanzamt auf einmal aufgefallen, dass er noch eine Immobilie in Deutschland hat, die er als Ferienimmobilie verwendet. Und jetzt versucht das Finanzamt zu konstruieren, dass er 18 Jahre lang einen Wohnsitz in Deutschland hatte, was natürlich fatal wäre. Sicherlich, da gibt es jetzt bestimmte Verjährungsfristen und so weiter. Aber wie gesagt, auch nach 18 Jahren war dieser Mandant nicht sicher. Auch hier hat man sich nach dieser langen Zeit nochmals genau diesen Wegzug und die genaueren Umstände dieses Wegzuges angeschaut. Aber zurück zur Schenkungssteuer. Prüft das Finanzamt also tatsächlich diesen Wegzug, kommt es immer wieder vor, dass es auch Kontoauszüge von dir verlangt. Denn das Finanzamt könnte zum Beispiel wissen wollen, dass du dich tatsächlich nicht in Deutschland aufgehalten hast. Da heute jeder mit Karte bezahlt, ist ein solcher Kontoauszug also recht hilfreich, um zu bestimmen, wo du gewesen bist. Also schau das Finanzamt deinen Kontoauszug an. Du warst vielleicht gar nicht groß in Deutschland, aber man kommt dann eben auf das Thema Schenkungen hier zu sprechen, denn das Finanzamt sieht ja, dass das vielleicht ein Gemeinschaftskonto war, was ihr dort beide hattet. Und dann wird eben dieser Fall tatsächlich aufgerollt. Also, was ich damit sagen will, ist, dass die Auswanderung eben vielmals einen Anlass dem Finanzamt gibt, da mal reinzuschauen, ein bisschen zu schnüffeln, ähnlich wie es das in dem Fall mit der Immobilie war, den ich gerade eben geschildert habe. Und dann muss man eben sicherstellen können, dass man sich hier vorbereitet hat. Wie gesagt, es ist die Aufgabe des Finanzamtes, hier nachzuweisen, dass es sich tatsächlich um eine Schenkung handelt. Und wie ich ja vorhin erklärt habe, sind viele Vorgänge überhaupt nicht schenkungssteuerrelevant. Aber man kann sich zusätzlich absichern. Was du also zum Beispiel machen könntest, wäre, dass hier eine Treuhandvereinbarung zwischen den Ehepartnern schriftlich mit Anwalt niedergeschrieben wird. Dass man also sagt, das Geld, was dort einbezahlt wird, gehört nicht dem anderen Ehepartner, aber der Ehepartner hat natürlich ein Recht, das Geld im Sinne der Familie zu verwalten und auch entsprechend einzusetzen. Eine andere Möglichkeit wäre zu definieren, dass im Falle einer schenkungssteuerlichen Relevanz, das heißt also, wenn dort tatsächlich Schenkungssteuer anfallen würde, falls das Finanzamt das so bestimmt, die Schenkung dann rückgängig gemacht wird, wenn also die Zahlung nur unter Vorbehalt erfolgt ist. Das sind nur 2 mögliche Wege, hier einer möglichen Steuerfalle zu entkommen. Und ich rate dir, dass du mit deinem Steuerberater oder Rechtsanwalt redest, falls du befürchtest, in einer solchen Situation zu sein. Wie gesagt, das Ganze ist immer dann potenziell riskant, wenn ein Ehepartner sehr viel verdient, sehr viel auf dieses Konto einzahlt und der andere Ehepartner sehr viel weniger verdient und damit sehr viel weniger Zahlungen auf das gemeinsame Konto leistet. Und je höher das Gesamteinkommen, desto höher würde ich auch das Risiko einstufen, dass hier das Finanzamt einmal näher hinschaut. Wie immer ist das Wichtigste, dass man einen Plan hat, dass man sich bewusst ist dessen, was man tut, dass man sich bewusst ist, dass es die Schenkungssteuer gibt, wenn man in Deutschland unbeschränkt steuerpflichtig ist, dass sich diese Schenkungssteuer auch noch nach dem Wegzug bemerkbar machen kann und dass man eben entsprechend plant, zum Beispiel über einen entsprechenden Vertrag mit den Klauseln, die ich vorhin genannt habe. Dieses Thema Schenkungssteuer ist eben eins der vielen Aspekte, die es beim Thema Wohnsitzverlagerung aus Deutschland, korrekte Abmeldung aus Deutschland und dann eben auch das korrekte Verhalten in Deutschland nach dem Wegzug
in den 5 oder 10 Jahren nach dem Wegzug zu bedenken gibt. Wenn du diesbezüglich Fragen hast und dich beraten lassen möchtest, dann würde ich mich freuen, mit dir ein Beratungsgespräch zu führen. Link dazu packe ich hier in die Beschreibung dieses Videos mit hinein. Wir tun seit fast 20 Jahren nichts anderes, als Mandanten genau bei diesen Fragen zu unterstützen. Beim Thema Wegzug ins Ausland, Steueroptimierung in Deutschland, korrekte Abmeldung in Deutschland und Vermögensschutz im Ausland. Ich würde mich freuen, auch dich alsbald zu unserer Mandantschaft zählen zu können. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen. Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.